Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr honorieren, dass ihr mich jeden Tag im Rampenlicht seht oder Jesse. Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review. Abonniert genau jetzt den Kanal, denn hier seid ihr umfangreich informiert bei eigentlich allem, was auf dem Automobilmarkt passiert. Studio, ja, da sind wir heute und wir haben einen Meister dabei, was SUVs angeht. Das Auto sieht jetzt außen neu aus, sieht innen neu aus, ist technisch besser, hat mehr Assistenten und mit dem Vorgänger in etwa so viel zu tun wie ich mit Rudi Carrell. Hier steht da einer der Bestseller der Marke Kia. Hier ist er, der neue Sportage. Und was werden wir heute mit dem machen? Alles. Wirklich einfach alles außer fahren. Wir sind im Studio, fahren dürfen wir ihn noch nicht. Wir haben euch ja den neuen Kia EV6 schon vorgestellt. Die beiden haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick so denkt. Wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den Platz auf der Rückbank, über den Kofferraum, über die Motoren, über den Preis, über die Förderung. Ab wann bekommt er das Auto? Wird es auf der IAA stehen? Wir werden alles damit machen. Ich bin der Jan. Nehme euch jetzt mit auf eine Reise durchs Kia-Universum. Da gibt es einen kleinen Kuss von mir am Anfang für das Auto, was ich unglaublich gelungen finde. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Habe ich schon relativ oft erwähnt. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Dieses Auto wird es nicht nur als Mildhybrid geben, sondern auch als Plug-in-Hybrid. Da zahlt er nur 0,5% Dienstwagensteuer, bekommt eine immense Förderung. Ja, und das schlägt sich dann am Ende vom Tag auch auf den Leasingpreis nieder. Wenn wir jetzt hier über die Historie sprechen von unserem Sportage, dann ist die krass. Ich habe gelesen, weil das war relativ nah nach meiner Geburt, 1993 kam die erste Generation. Das hier ist die 5. Generation. Die 4. Generation, also die davor, gab es jetzt 6 Jahre lang und die kam dann also 2015 auf den Markt. Und dann habe ich wieder gelesen, dass Kia gesagt hat, ja, wir haben 2,5 Millionen von dem verkauft, ne? Man ist ja bescheiden bei Kia, und 730.000 in Europa. Und da habe ich gedacht, von allen? Krass. Dann habe ich gesagt, nee, das war nur die 4. Generation. Und ich habe gedacht, Alter, das ist krass. Jedenfalls ist es jetzt nicht hier so ein Modell, wo man so ein bisschen Farbe dran gepinselt hat und gesagt hat, so, das sieht jetzt neu aus oder so, sondern der steht auf einer neuen Plattform. Auf der sogenannten N3-Plattform. Der hat einen Technikbruder von der Konzernmarke Hyundai. Das ist der. Große Preisfrage. Wer weiß es? Der kriegt von mir ein Bier ausgegeben, wenn wir uns mal sehen, dann nach Corona irgendwann. Der Tucson. Tucson, auch von viele genannt. Relativ ähnlich groß, relativ ähnliches Design, was nicht die Optik angeht, sondern was die Extravaganz angeht. Echt spannend, ähnliche Motorenpalette, viele würden sagen die gleiche, wobei ich den Unterschied zwischen gleiche und selbe nicht kenne. Das ist ein kompaktes SUV. Was haben wir da als Platzhirsch in Deutschland? Das ist der VW Tiguan. Der VW Tiguan sieht daneben so langweilig aus wie ich neben Dennis Rodman. Sind wir mal ehrlich, ne? Wir haben den Mazda CX-5 zum Beispiel, Toyota RAV4. Aber dieses Design vom Auto, was hier in Experience grün steht, ist kantig. Kantig. Jesse nickt auch schon relativ zufrieden hinter der Kamera mit dem Kopf. Und Kia nennt es Opposites United. Oder Opposites United, also Gegensätze, die sich vereinen. Das ist die neue Designsprache der Marke, die jetzt zum ersten Mal nach dem EV6 hier auch das neue Logo präsentiert auf dem Auto. Movement that inspires, aber ich verspreche euch, jetzt war es das mit Marketinggedöns. Jetzt geht es wirklich einfach darum, ist das Auto gewachsen? Ja, es ist gewachsen. Der ist 4,52 Meter lang, 3 Zentimeter länger. Der Radstand ist um 1 Zentimeter breiter geworden. Das Auto ist 1,85 Meter breit, 1,65 Meter hoch, auch 1 Zentimeter in alle Richtungen gewachsen. Ganz spannend, wenn man über die Historie spricht. Es gibt dieses Auto auch noch mit einem langen Radstand in USA und Korea. Hier allerdings eine Version, die exklusiv nur so für
Europa gebaut wird. Und dann will man eben den Ansprüchen an den europäischen Markt einfach gerecht werden. Und das tut man. Hier steht das Auto in der GT-Line. Es wird vermutlich 4 Ausstattungsvarianten geben. GT-Line ist die höchste. Ich kann euch alles zeigen. Wenn man den langen Radstand sieht, in den anderen Ländern haben wir einen viel robusteren Stoßfänger hier vorne. Hier alles toll ausgeformt. Da unten, wenn ihr das mal anschaut, hier, ja, da haben wir, das ist doch Chrom, glaube ich, hier drin. Und dann haben wir hier nochmal eine Öffnung, da vorne eine Öffnung, einen Stoßfänger hier vorne in so einem Wabendesign, wo Audi sich eigentlich fast schon so ein bisschen die Finger aktuell nachleckt. Und der Vorgänger war ja so ein bisschen süß, so ein bisschen rundlich, so ein bisschen gemütlich, eigentlich wie ich, ein bisschen knuffig mit aufgesetzten Leuchten. Jetzt haben wir so einen Kühlergrill, der im Grunde wie bei so einem 7er BMW irgendwie über die ganze Breite vom Auto geht und C-förmige LED-Leuchten. Hier ist ein Matrix-LED-Licht drauf. Das ist krass. Also auch die Tagfahrsignatur ist krass. Aber Matrix hier ist schon wirklich gut, ne? Gibt es allerdings wohl nur in Verbindung mit der GT-Line. Dieses Experience Grün, also ganz ehrlich, das Auto macht mich echt ein bisschen an. Was Kia anmacht, ist die sogenannte Tiger Nose. Das findet sich hier vorne wieder, ne? Wer den Tiger King geguckt hat, Stupsnase hier vorne. Nochmal dieses schwarze Element, was die Leuchte verbindet. Das ist von vorne ein Look. Ja. Eigentlich mache ich das Auto ehrlich gesagt nur hässlicher. Aber jetzt höre ich auf zu schwärmen. Von vorne erinnert schon auch ein bisschen an EV6. Sehr glatte Motorhaube und was man nicht wusste und nicht weiß, also ich bisher, war, dass die Tiger Nose sich hier oben nochmal findet dann. Ganz interessant. Und jetzt seid ihr auch schon hier. Sprechen wir über schwarze Dach. Zum ersten Mal beim Sportage gibt es ein schwarz abgesetztes Dach, aber auch nur in Verbindung mit der GT-Line. Wir haben eine Dachreling hier oben, auch in schwarz, sehr stimmig. Glasdach hier oben drauf und hinten richtig schön, da kennt man im Profil irgendwie am besten, ja, diese Fensterlinie, die oben schmal zusammenläuft. Das Dach ist relativ waagrecht, das ist eine unglaublich tolle Optik, wie ich finde. Interessant auch, ja, dass wir hier dieses Schutzelement um die Radläufe in schwarz haben, also lackiert, ne, hier unten auch im Schweller. Und wenn man dann über die Reifen spricht, dann gibt es 17 bis 19 Zoll große Felgen, 18 sind auch noch dazwischen. Hier haben wir jetzt eine 18 Zoll Felge, die ist zurückhaltend, kantig, genauso wie das Auto passt auf dieses Auto wie Arsch auf Eimer. Ich finde, das ist eine richtig gelungene Felge, schwarze Spiegelkappen, so ein Chrom-Unterlauf quasi. Hier hinten haben wir dann noch ein Chrom, was sich so einmal drum zieht. Richtig schick. Ja, und wenn ihr das Auto jetzt mal von hier anschaut, von hinten ist es sowas wie die Schokoladenseite. Jetzt bin ich aber ein bisschen zu früh dran, weil wir haben ein Fahrwerk hier drin, was dann auch übrigens wieder nur in der GT-Line adaptiv ist, ne? Also elektronisch einstellbare Dämpfer. Hier noch relativ große Bügel quasi als Türgriffe. Und vorne natürlich keine abgedunkelten Scheiben, klare Linien hier, wirklich tolles Design, hinten abgedunkelte Scheiben. Wenn man sich so anschaut, wie der Deckel hier verbaut ist, dann weiß man, ist vermutlich noch Vorserie, also der, wie er hier steht. Ich bin einfach nur Gott froh, dass ich euch den zeigen kann, weil das ist ein Bestseller und ihr werdet hoffentlich dieses Video auch relativ häufig anschauen und mich total reich machen. Wenn ihr das Auto jetzt von hinten anschaut, haben wir so einen kleinen Dachkantenspoiler, über den haben wir schon gesprochen, da oben so eine Haifisch-Antenne. Das ist eigentlich das Einzige, was optisch an diesem Auto nicht unglaublich rund wirkt. Und das muss man designmäßig erstmal schaffen, das Kia-Zeichen hier hinten drauf. Und geil ist, wie ich finde, ich soll nicht so oft geil sagen, sagt Jesse immer, die Leuchte hier in LED, total klar gezeichnet und hat hier so eine Verbindung hinten in diesem schwarzen Strich. Erinnert schon stark an den EV6, muss man sagen. Sportage steht hier drauf, ganz klar. GT-Line und hier unten ja dann auch so ein kleines, naja, eigentlich optisches Unterfahrschutzelement und naja, den Auspuff seht ihr nicht, das finde ich konsequent. Dann haben wir hier eine Rückfahrkamera, Sportage GT-Line, ich habe keinen Scheiß erzählt. Bei Kia hat man uns erzählt, was viele nicht wissen, ist dieses Flamingo-Ding. Also ihr kommt quasi mit eurem Einkauf, kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich erkläre es euch hier hin. Normalerweise müsste man dann hier so rumwackeln, ne, bei dem Auto. Der Kia piepst dann dreimal, wenn ihr den Schlüssel in der Tasche habt, bleibt ihr stehen, geht's auf. Praktisch.
Ja. Können wir nicht machen, weil ich muss die Tagfahrsignatur für euch anlassen. Ich zeige euch jetzt trotzdem, wie schön hoch die Motorhaube, die Kofferraumklappe ja angeschlagen ist hier oben. Und ich bin 1,88 groß und stoße nicht an. Das ist wichtig tatsächlich in so einem Auto. Hier kann man sich vorstellen, weil die Ladekante dann doch relativ hoch ist, dass man, naja, irgendwie den ein oder anderen Bierkasten da mal drüber zieht. Aber das ist so. Wir haben eine relativ schöne Ladesicherung da oben, wenn ihr euch das mal anguckt. So kann man die auch ausbauen. Hier, so geht die ganz leicht raus. Ich hoffe, ihr glaubt es mir jetzt. Ne? Und was dann schön ist, 12 Volt Steckdose hier. Hier haben wir keine. Der Kofferraum ist 600 bis 1800 Liter groß, wenn er die Rückbank umklappt. Hier unten haben wir dann noch so eine, ja quasi so eine Ladesicherung mit hier so einem Styropor-Ding drin, wo ja, wir ein bisschen weniger Kofferraumvolumen haben, wenn wir den Plug-in-Hybrid nehmen. Dazu kommen wir allerdings später. Das Praktischste hieran ist nicht, dass ihr den so elektrisch aufmachen könnt, sondern tatsächlich hier dieser Hebel. Zieht da einmal dran, fliegt die ganze Bank um, schön 40, 20, 40 teilbar und ihr habt hier ein Kofferraumvolumen, wo ihr drin schlafen könnt. Schaut euch einfach mal an, wie groß das ist unglaublich gut, unglaublich praktisch, wie ich finde. Ja, und jetzt mache ich hier mal wieder zu. Fährt schön sauber zu aus meiner Sicht und schauen wir uns einfach mal an, wie die Lichter dann wieder angehen. Ich finde das Auto echt optisch, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, designmäßig sehr gelungen. Tun sie nicht. Ja. Was wir jetzt allerdings machen wollen, ist auf die Rückbank springen und ich zeige euch mal, wie viel Platz da hinten ist. Kommt mit. So, jetzt sitze ich hier und was fällt euch auf? Oh, relativ steile Rückbank. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich mal anschauen, wie man die verstellen kann. Also erstmal könnt ihr die nicht hier unten verstellen, sondern müsst es irgendwie hier machen. Vermutlich ja, gibt es hier irgendwo so ein Teil, ja genau. Und das ist geil, weil schaut euch das an. So. War auch ja schon ehrlich gesagt beim Hyundai Tucson und so. Ne? So ist es maximal steil, so sehe ich auch maximal dick aus. Und so kann man das maximal weit nach hinten fahren, was mega praktisch ist, ne? Weil halt flexibel. Wenn man die jetzt noch in der Länge verstellen könnte, wäre es unglaublich gut. Das Glasdach ist unglaublich groß, öffnbar, nur durch diesen kleinen Balken hier quasi getrennt. Und ja, dann haben wir hier die Leuchten, die hier drin sind, muss man ehrlich gesagt sagen, die hat Kia hier eingebaut, damit man hier drin besser sieht. Ich hoffe, das Licht ist trotzdem ganz okay hier drin. Aber jetzt sprechen wir über das Platzverhältnis. Erstmal haben wir hier einen USB-Stecker, ne? Haben hier einen USB-Stecker. Hier unten haben wir ein kleines Fach, 2 getrennte Lüftungsdüsen. Und ganz Neues, ihr könnt hier einen Kleiderbügel dran aufhängen. Ne? Das ist gerade für die Vertreter richtig gut. Das Material ist relativ wertig. Hier haben wir nochmal so einen Haken. Plastik hier auch. Und hier bekommt er nochmal was rein, was sehr, sehr praktisch ist. So, jetzt geht vorne der Kia dann auch endgültig wieder an. Und wenn ihr jetzt mal über die Sitze mit mir sprecht, haben wir hier Leder, glattes, weiches Leder. Jessie wird euch später wieder erzählen, dass sie veganes Leder lieber mag. Ihr könnt die Kopfstütze hier verstellen. Habt hier eine Armauflage hier drin und ja, es ist für einen 1,88 großen Mann relativ viel Platz hier drin, trotz Panoramadach. Das ist schon gut. Jetzt schauen wir mal in die Tür. Flexibel ist es hier hinten auch. Weiches Leder hier. Wir haben hier oben Hartplastik, aber das ist in der Klasse normal. Das ist trotzdem sehr wertig gemacht. Schaut euch an, wie schön die Türgriffe hier sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann haben wir eine Harman-Kardon-Anlage hier drin. Die Armauflage ist gepolstert und selbst eine Sitzheizung hier unten in der GT-Line. Schon schick. Jetzt kommt allerdings in diesem Video ja, der Bereich, vor dem ich eigentlich am meisten Bammel habe, weil ich werde euch die ganzen Motoren von dem Auto erzählen. Jetzt machen wir mal noch schnell die Zündung an, weil, naja, das Licht vorne ist ja ganz schön. Ist das an, Jessica? So, genau. Ich spreche über die Motoren und es gibt echt eine Menge. Im Grunde, das Einzige, was es nicht gibt, ist Erdgas und ein Elektroantrieb, was halt schade ist. Aber ich verspreche euch, Kia wird sehr viele Elektromodelle mit Hyundai zusammen über die nächsten Jahre ausrollen. Wir haben schon einiges gesehen und gehört. Hier ist es jetzt sehr spannend, denn wir haben Benziner, wir haben Diesel, wir haben Mildhybride, wir haben Vollhybride und Plug-in-Hybride. Bevor ich es jetzt da vorne aufmache, fangen wir vielleicht einfach mal an. Nee, ich mache es zuerst auf. Kann es nicht erwarten. Hier ist es, ne? Hier ist er dann, der Motor. Ich mache euch den jetzt mal auf.
Es ist ein 1,6 Liter Motor als Basis, lustigerweise immer. Und beim Benziner ist es ein 150 PS Motor dann als Einstieg. Den gibt es dann immer mit der 6-Gang-Handschaltung und drüber ist ein 180 PS Motor, eine andere Ausbaustufe, den es dann wahlweise mit 6-Gang-Automatik, nein, mit 6-Gang-Handschaltung oder DCT gibt, also im Doppelkupplungsgetriebe. Dann haben wir noch einen Diesel, auch einen 1,6 Liter, den gibt es dann mit 115 oder 136 PS als kleinste Version dann als einzigen Verbrenner ohne Mildhybrid. Das ist ein 48 Volt Bordnetz mit Riemenstartergenerator, für was sich Audi früher feiern lassen hat, was in etwa, ja, viele sagen, halben Liter Spritverbrauch dann bringen soll. Aber der kleine Diesel hat es nicht, hat immer Handschaltung, und der größere, der hat dann auch die Wahl aus einer 6-Gang-Handschaltung eben und einem Automaten. Der große Benziner hat eben immer das Doppelkupplungsgetriebe. Spannend ist der Vollhybrid, weil der hat 230 PS, hat zwar nur einen sehr kleinen Akku, 1,49 Kilowattstunden, lässt sich auch nicht laden. Ihr bekommt da keine Förderung, also an der Steckdose. Ne? Der rekuperiert nur, führt dann zu einem guten Verbrauch, hat relativ viel Kraftbasis, wieder ein 1,6 Liter Motor. Ja. Spannend, der Mildhybrid, aber eben keine Förderung. Förderung, wenn ihr die wollt, müsst ihr zum Plug-in-Hybriden, den ihr an der Steckdose laden könnt, greifen. Da drin steckt ein 13,8 Kilowattstunden fassender Akku. Die elektrische Reichweite ist noch nicht homologiert, die wird sich um die 60 Kilometer bewegen, also voll förderfähig, das verspricht Kia an der Stelle. 265 PS. Ich denke, das Auto mit 265 PS wird eben sehr spannend sein. Das sind City-Motoren. Interessanterweise hat der Mildhybrid eine Handschaltung, während dann natürlich der Plug-in-Hybrid immer ein Automatikgetriebe oder ein Doppelkupplungsgetriebe eben haben wird. Was wir jetzt machen, ist reinspringen, weil wenn ihr das Auto von außen schon beeindruckend findet, dann werdet ihr das innen, glaube ich, lieben. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, aber kommt vielleicht einfach mal mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und ganz ehrlich, ihr seht schon, dass ich strahle, weil der mir sehr gut taugt. Das ist tatsächlich sehr viel vom EV6 hier drin, schon echt beeindruckend und irgendwie so eine Mischung aus Kia und tatsächlich auch Mercedes EQS mit dem Hyperscreen. Wir werden gleich drüber sprechen. Erstmal beschäftigen wir uns mit dem Dach. Und wenn ihr jetzt hier reinschaut, sieht es aus wie ein normaler geschlossener Himmel. Aber hier könnt ihr die Jalousie zurückfahren. Das ist nicht normal. Das hat zum Beispiel ja, Tesla nicht, oder auch Polestar hat das auch nicht, die Jalousie, und hier könnt ihr das dann aufmachen. Finde ich schon sehr geil, weil das ist so ein halbes Cabrio hier auch mit diesem Windshot, was ihr von oben dann seht, ja, schon ganz gut. Leuchten habt ihr hier auch, so touchempfindliche Leuchten, die lasse ich jetzt einfach mal an, weil zu viel Licht gibt es nicht, wenn man so einen Innenraum zeigt. Und dann spricht man erstmal an meiner Stelle, wir haben eine gewisse Struktur in den Innenräumen, ja, über die Sitze. Weiches Leder hier, glattes in der Sitzfläche, tolle Maserung und Musterung und ja, einfach Struktur hier drin, GT-Line, Kopfstütze hier, toller Seitenhalt, das ist ein guter Seitenhalt. Gleichzeitig ist der Sitz bequem hier drin, könnte ich mir vorstellen, lange zu fahren. Ich habe eine gute Übersicht, ja, schon gut. Und dann ist man in der Pressemappe bei Kia stolz über die Lüftungsdüsen, weil die sind unique, also einzigartig und sportlich. Stimmt, aber sind halt trotzdem große Lüftungsdüsen. Aber das kann man ja auch schön machen. Und wenn man dann hier guckt, dieses Alu ist auch unique in der Pressemappe und wirklich schön gestanzt, wie ich finde. Wir haben hier diese Multimode-Anzeige quasi für die Klimaanlage. Was Schönes, könnt ihr hier auch einmal zumachen. Aber ja, Jessie rüffelt mich schon, erstmal in die Tür schauen, Jan. Auch da haben wir wieder dieses Aluminium-Element, einen riesigen Türöffner, den ich echt cool finde. Wir haben auch wieder hier ja, Stoff in der Tür drin, eine gepolsterte Armauflage. Wir haben Glavierlack halt, da wo die Hand ist beim Türöffner. Und unten habt ihr nochmal richtig viel Platz und die Harman-Kardon-Anlage da drin macht einen tollen Sound. Leider können wir euch den jetzt aktuell nicht zeigen. Die Mittelkonsole beim Plug-in ist ja der Akku so schlitzkreuzförmig angeordnet, darunter auch. Ist sehr breit aufbauend, wird nach vorne hin breiter. Hier haben wir wenig Polsterung am Knie. Das ist somit der einzige Kritikpunkt, den ich so habe hier an der Stelle. Aber ansonsten ist hier relativ viel Platz. Wenn ihr hier mal reinschaut, habt ihr hier auch so Cupholder drin. Zack. Zack, so fahren sie auf. Das ist schon ganz lustig. Habt ihr das gesehen? Hast du das drauf, Jessie? Nochmal einmal, machen wir es nochmal. Zack,
zack, schon witzig. Ja, und dann habt ihr hier noch den Schlüssel, so sieht er aus. Ich weiß nicht, ob der dann so final sein wird. Ja. Hier noch ein Fach drin in der Armauflage. Und hier so ein Drehregler für rückwärts neutral D und P, so wie bei Jaguar Land Rover früher. Ganz lustig eigentlich gemacht. Der ist nicht der wertigste, aber es ist eine coole Lösung. Und ein Drehregler hier für die Fahrmodi, sprechen wir dann gleich drüber. Rückfahrkamera sprechen wir auch gleich drüber, ist noch hier. Dann haben wir hier noch Chassis wichtigstes Accessoire, nämlich ja, die Heizung für den Po, die Sitzheizung und hier fürs Lenkrad. Und ja genau, dann ist hier unten drunter schön versteckt, sind 2 USB-Stecker, eine 12-Volt-Steckdose ist hier und eine induktive Ladebuchse fürs Handy. Und wenn man nicht will, dass die Freundin sieht, dass man eine Affäre hat, legt man das Handy da rein, macht zu und man ist safe. Das war ein Witz, ne? Affären sind Kacke, das macht keiner. Jetzt würde ich mal sagen, kommt Jessie rein und wir fangen keine Affäre an, sondern höchstens so eine kleine Lenkradaffäre hier. Und das Lenkrad ist neu, das habe ich so noch nicht gesehen. Ne? Kia, das neue Logo hier drauf, 3 Speichen, GT-Line hier unten. Und ihr könnt es in alle Himmelsrichtungen verstellen, selbstredend und zwar richtig flexibel. Jetzt sagt ihr so, ey Jan, du erzählst so viel über den Innenraum. Du hast das Curved Display nicht erwähnt. 12,3 Zoll, 12,3 Zoll, leicht gebogen, mega geil, kennen wir so ein bisschen aus dem Kia EV6. Lenkrad, Sprachsteuerung hier kann man das frei belegen mit den wichtigsten Dingen, die man so haben will, zum Beispiel, und ja, Telefon annehmen. Oder eben hier vorne können wir dann auf OK drücken, dann seht ihr erstmal die ganze Display-Anzeige. Ich zeige euch mal hier noch den Drive-Modus. Da habt ihr nämlich hier vorne im Gelände Schnee, Matsch oder Sand oder Eco und Sport. Und das verändert sich auch jeweils ein bisschen. Drücken wir hier drauf, ja, seht ihr dann zum Beispiel die Assistenten, hier den Bordcomputer, den Kompass, aber ist Vorserie, ist noch früh, links die Geschwindigkeit, wie weit man kommt noch mit dem Tank. Rechts sieht man dann auch so ein bisschen eine Eco-Anzeige, Power, also was für einen Hybriden, fürs Rekuperieren, sagt der Abiturient. Wir haben hier ja, vom DCT die Gangwahlhebel hier, die sind sehr wertig, wie ich finde. Ist zwar Plastik, aber fühlt sich gut an. Auf der Seite hier können wir die Assistenten ausmachen. Da müsst ihr ein bisschen weiter rüber kommen. Ich hoffe, ihr seht es. Ach nee, ja, genau. Hold, Battery hier und genau, in der Tür können wir dann auch noch relativ viel steuern. Was jetzt natürlich schön ist zum einen die Rückfahrkamera. Schaut euch das an. Da könnt ihr sogar zoomen, ne? Und habt hier verschiedene Ansichten. Oder natürlich das. Das ist geil. Jessie wird das als TikTok nehmen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe es gefunden. Eigentlich bin ich der TikTok-Star. Naja. Jedenfalls, guckt mal, hier ist quasi der Homescreen hier vorne und hier unten schön clean einfach, alles für die Klimasteuerung. Könnt ihr stärker, weniger stark machen, an, aus, nur für den Fahrer, typisch Kia eben, smart. Und ihr habt hier auch noch zum Glück 3 Drehregler für lauter, nee genau, für wie stark ihr dann hier natürlich das habt oder an und aus. Genau. Und jetzt sprechen wir über die hybride Anzeige. Da habt ihr eine Energieflussanzeige, den Verbrauch und so, seht ihr noch nicht so relativ viel. Hier dann für die Navi, hier geht es immer wieder zurück. Karte könnt ihr dann hier haben. Hier seht ihr dann auch, wenn ihr ganz genau Beobachter seid, wo dieses geheime Studio ist, von dem wir immer sprechen. Navigation, genau, da war's. Telefon haben wir dann zum Beispiel hier. Haben wir Apple CarPlay, Android Auto auch over the air. Die Telefonprojektion können wir uns hier auch anzeigen lassen. Sprachnotizen haben wir hier. Die Klimaanzeige ist cool, nicht so cool wie bei Tesla, aber auch cool. Heizung hinten können wir dann noch steuern. Radio, Medien, ja, eigentlich hätten wir das jetzt auch mal skippen können. Radio, Medien, Valet-Modus, habe ich noch nie gemacht. Ich bin nicht der Typ, der sein Auto parken lässt. Ruhemodus ist ganz geil. Radio und Medien nur vorne abgespielt, die Lautstärke ist begrenzt. Das ist, glaube ich, wenn ihr Kinder habt, haben wir nicht. Einstellungen haben wir hier und dann ist Kia Connect geil. Kia Connect ist mit Kalender, Wetter, die Fahrzeugdiagnose ausgestattet, aber noch nicht verbunden. Eine Ironie, ne? Ja, dann haben wir hier die Verkehrsinfo, Live-Parkplätze, Live-Tankstellen und ein Handbuch. Und das ist es. Das ist sehr einfach zu bedienen. Wenn der jetzt noch einen rahmenlosen Innenspiegel hätte, dieses Auto, wäre es nahezu perfekt, soll man nicht sagen als Autotester. Was mich überrascht ist, ich kann den ja noch nicht so richtig anmachen, aber guckt mal jetzt hier, da seht ihr das auch. Doch, es geht. Wenn ich blink, dann der tote Winkelwarner bringt dann quasi in die Rundmeter hier schön rein.
ob jemand im toten Winkel ist. Das finde ich richtig gut, richtig gelungen. Totwinkelwarner ist auch hier drin. Assistenten haben wir wahnsinnig viele hier drin. Die habe ich jetzt hier noch nicht gefunden, aber ein Abstandsregeltempomat haben wir hier. Ein Spurhalteassistent haben wir hier, sieht man auch schon am Lenkrad. City-Notbrems, Querverkehrwarner, also das ganze moderne Zeug, Schildererkennung, schon gut. Was wir jetzt machen, ist ein... Hallo Freunde, sprechen wir über das Fazit vom neuen Kia Sportage. Und ganz im Ernst, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, eigentlich hätten wir lieber diese Schattenfigur wie den Jan jetzt hier, die hat uns besser gefallen. Naja, sprechen wir drum, was die Optik von diesem Auto ausmacht. Und erstmal, ich glaube, der Hauptkaufgrund für ein Auto ist das Design. Und ihr schreibt mir bitte genau jetzt in die Kommentare, wie der euch gefällt, weil im Vergleich zum Vorgänger, der ja so ein bisschen gemütlich, rund, süß war, ist der jetzt ja wesentlich kantiger. Aber da hat sich einfach eine Menge getan. Große Frage ist immer, hey Jan, was kaufe ich mir für ein Auto? Ich sage dann immer, ja, was sind denn eure Bedürfnisse? Was ich euch sagen kann, mit so einem kompakten SUV habt ihr halt vieles abgedeckt. Ihr sitzt ein bisschen hoch, ihr könnt mit einem Allrad ein bisschen ins Gelände, ihr könnt auch ein bisschen über den Bordstein mal drüber fahren. Ihr habt ja viele Motoren hier drin, viel Platz auf der Rückbank, viel Platz im Kofferraum, flexibles Auto mit einer Anhängelast, die ich noch nicht kenne. Was man sagen kann, ist natürlich durchaus, dass das eine Optik ist, die polarisiert, also genau das Gegenteil von so einem VW Tiguan zum Beispiel. Aber mir gefällt das Auto ausgesprochen gut, wie ich finde. Dann ist natürlich noch eine Sache, die man einfach hervorheben muss, dass Kia ein 7 Jahre langes Hersteller-Garantieversprechen gibt. Und das mag ich, weil... Naja, 7 Jahre Garantie auf ein neues Auto ist gut, auch wenn die meistens vielleicht leasen werden. Dann geht es um Marktstart. Kia hat mir gesagt, vor 2022 wird vermutlich kein Kunde dieses Auto haben. Falls ihr das jetzt guckt und es doch habt, dann Glückwunsch. Ein paar andere werden wahrscheinlich noch vorher beim Händler stehen. Ja, jetzt geht es um Preis. Was kostet das Auto? Ich weiß es nicht, leider an der Stelle. Ich kann euch nur sagen, dass der Vorgänger bei unter 23.000 € knapp begann. Der hier wird ein bisschen mehr kosten. Vermutlich ist ja auch mehr Auto. Ihr bekommt da schon mehr Serienausstattung. Vielleicht 25, schätze ich. Schauen wir dann mal, wenn es soweit ist, ob ich dann richtig lag. Ja. Aber hier GT-Line oder auch der Plug-in-Hybride, der ja voll förderfähig dann sein wird, der wird auf jeden Fall teurer sein. Ne? Aber er bekommt da ja bis zu 7.000 € Förderung. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, machen das Leben also einfach, probieren das zumindest, ne? Und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Wo seid ihr hier gelandet? Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein neues Video von Jesse oder mir. Abonniert den Kanal genau jetzt, denn hier seid ihr umfangreich informiert bei allem, was es Neues auf dem Automobilmarkt gibt. Danke Kia für die Einladung, ich habe das Auto sehr genossen und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.